Das hier ist die neue Liste für den 7. Oktober. Orlando Silva? Das ist das Einzige, was ich will. Willst du? Kriegst du. Orlando, unser Weltmeister. Guck mal, was ich von deinem Freund Colen geschenkt bekommen habe. Der größte Verräter, mein Freund. Was war los? Ich wollte den Fans noch mehr von mir zeigen. Also die Fans lieben Gewinner. Sei ein Gewinner. Was willst du denn so? Ja, ich dachte, er wäre hier. Mann, leck mich alle am... Ah! Jetzt, wo ich es gepackt habe, weiß ich nicht, kann ich es irgendwie gar nicht so richtig genießen. Wenn ich am Ende des Jahres Präsident werde, dann gebe ich dir eine echte Chance. Versprochen? Versprochen. Hey, was machen wir heute? Ich habe ja immerhin noch ein Match gegen Slim Jim. Ja, wir brauchen eine Strategie für Revenge. Ich hab da auch schon eine Idee. Zuerst einmal, du musst dich mit jemandem prügeln. Ja, genau, das ist der Plan. Du musst dich mit jemandem prügeln. Ich habe da einen Rookie für dich ausgesucht, der ist genau das richtige Kaliber für dich. Ja? Du musst dich auf Augenhöhe messen mit irgendeinen Leuten, ja? Ich warte so lange. Okay. Was? Ich will mich mit dir prügeln. Was ist denn passiert? Oh, da war so ein großer Typ. Oh, Tschüss. Das war nur ein Rookie. das war ein ganz schön großer Rookie. Also, wir müssen noch viel trainieren, eh? Hey Mike, Na, wie geht's dir? ehrlich gesagt sehr, sehr gut. Schau doch mal, wer bei den Wahlen wieder fehlt. Oh wow, wie kommt das denn? Keine Ahnung. Aber ich habe doch eine Ahnung. Ich glaube, es liegt an diesem Martin Lorero. Ich habe letzte Woche mit ihm gesprochen und boom, siehe da, auf einmal fühle ich wieder und das auch noch so deutlich. Ich habe schon immer gesagt, weißt du, die YouTuber sind die Zukunft und ihre Reichweite darf man echt nicht unterschätzen. Ne? Ach ja? Seit wann sagst du das? Schon immer. Naja, also nicht zu mir. Egal, wie auch immer. Wenn alles weiter so läuft, dann bin ich bald wieder da, wo ich hingehöre. Weißt du was? Lass uns was essen gehen. Ja, wieso nicht? Erkan, alles gut bei dir? Bist du zufrieden? War der Typ in Ordnung? Ja, war okay. Fandest du ihn super okay. oder? War okay. Okay, ja. Hat dir was nicht gefallen? Nein, also die Cash Money Mafia braucht auf jeden Fall noch mehr Leute. Wir brauchen Leute, die zu 100% auch hinter uns stehen und die, wenn es hart auf hart kommt, auch angreifen. Mehr Leute. Mehr Leute. Ich habe schon einige im Kopf, aber ich müsste schauen, wie es zeitlich bei denen aussieht. Verstehst du mich? Wann bräuchst du diese Leute? Also ich bräuchte die für heute Abend. Die Sache ist, es geht heute gegen Chris Colen ran. Und es ist heute Abend, aber ich weiß leider nicht um wie viel Uhr. Wir brauchen die Leute heute dringend, heute Unbedingt alle heute. Unbedingt. Heute. Wenn du was besorgen könntest, wäre super. Könnte ich doch. Heute Abend. Ich habe einige im Kopf. Wie gesagt, ich muss schauen, wann die kommen, wie es zeitlich bei denen aussieht. Aber ich versuche mein Bestes, Okay, ich gebe mein Bestes. Okay, dann klär das mal. Ich beeile mich dann. Okay, danke Ich Ali. bin auf dem Weg, ich suche Alles klar. Heute Abend, ja? Heute Abend auf jeden Fall. Ja, und Ali, komm nicht zu spät. Ich versuch's. Lucky, mein Freund. Rambo. Ich wollte dir nur loben.
In letzter Zeit hast du nur gute Matches geliefert. Danke dir, Rambo, das bedeutet mir echt viel. Weißt du, Lucky, ich sehe dich momentan auf Berlin Title Cross, weißt du das? Wirklich? Ja. Also meinst du das wirklich ernst? Ja. Also ich bin definitiv bereit dafür. Mein Ernst. Und Mark Haskins, er hat mir auch gesagt, er würde gerne um den Titel kämpfen. Deswegen habe ich für nächste Woche ein Match zwischen euch beide eingesetzt. Das wird ja immer besser. Ich bin definitiv bereit, Mark Haskins fertig zu machen. Lucky, du hast uns alle überzeugt. Du musst nur noch die Fans überzeugen. Ich bin bereit, Rambo. Ich werde euch nicht enttäuschen. Hey Pascal. Hey. Geht's dir? Gut, gut. Was kann ich für dich tun? Nichts, wollte einfach mal wissen, wie es dir so geht. Ja, danke, gut. Ach komm. Also, als du vor einem Jahr mir den Titel abgenommen hast, habe ich echt gedacht, du wirst das Ding noch 2 Jahre tragen. Und jetzt hast du den schon 2-mal verloren. Ein 3. Mal den zu holen, das wird echt nicht einfach. Ja, das wird echt nicht einfach. Obwohl, doch. Weißt du, für Pascal Speiter ist alles einfach. Pascal Speiter war ganz einfach bei Berlin Tag und Nacht. Pascal Speiter war ganz einfach bei GZSZ. Pascal Speiter bekommt alles in den Arsch geschoben. Wer sagt das? Ja, die Kollegen. Und keine Ahnung, wer sonst noch. Wahrscheinlich inzwischen sogar die Fans. Aber es ist mir egal. Naja, okay, wenn es dir egal ist, dann ist doch alles in Ordnung. Mike, nur weil es mir scheißegal ist, heißt es noch lange nicht, dass es okay ist. Weißt du, ich bin damals zum GWF-Training gekommen, um Wrestler zu werden. Ich habe mir den Arsch aufgerissen, ich habe kein einziges Training verpasst. Und dann bin ich zum Berlin Tag und Nacht Casting gegangen, weil ich dachte, dass es mir beim Wrestling weiterhilft. Und plötzlich haben die mich genommen und ich war dabei. Und alle haben mich erkannt auf der Straße. Und weißt du noch, wie krass es damals war, wie viele mit mir Fotos gemacht haben? Weißt du, und wenn ich nicht gerade gedreht habe, dann war ich beim Training. Und wenn ich nicht beim Training war, dann war ich im Fitnessstudio. Und wenn das nicht und es war Wochenende, dann war ich auf Tour. Jetzt mal ehrlich, klingt das alles wie geschenkt, wie in den Arsch geschoben? Also es ist doch nicht so scheißegal. Natürlich ist es nicht egal, aber es muss mir egal sein. Weißt du, mit all dem Ruhm und mit all der Bekanntheit wachsen auch die Neider und die Hater. Aber als nächstes werde ich mir den Titel wieder zurückholen. Und dann mache ich genauso weiter wie davor. Und es geht bergauf. Weißt du, auch wenn dir meine Meinung egal ist, aber ich glaube echt, du wirst es noch mal packen. Meinst du? Ja, ich meine, du hast es schon mal geschafft. Ja. Colen! Hast du wirklich einen Taliban von Mama bei Kartenspielen verloren? Orlando, so ist es. Ich verstehe, du bist gepisst, okay, alles klar. Hey, versteh mich. Ich war betrunken und ich hatte echt ein gutes Blatt gehabt. Ja, ich verstehe. Na dann, es ist ja alles gut. Du, hör zu, ich hab schon einen Plan, ich bügel das Ganze wieder gerade, ich weiß schon, wie ich den Talisman wieder retour bekomme. Mach dir bitte keine Sorgen. Darum geht es nicht. Pudiste rescatarlo, aber du hast ihn verloren. Ja, okay, alle machen Fehler mal. Natürlich. Aber nicht, wenn wir damit andere verletzen. Ach ja, Orlando. Und was ist mit mir? Hast du dir eigentlich immer Gedanken darüber gemacht, ob das für mich okay ist, wenn ich dir den Vortritt lasse, wenn du vor mir um den World-Titel kämpfen kannst? Nein. Aber du hast Ja, ich weiß schon. Aber du hast doch. Chris Colen ist schon verlassen. Ja? Der hat schon seine Schnauze. Orlando, ich bin jetzt schon 14 Jahre im Business. 11 Jahre lang kämpfe ich für die GWF. Ja, richtig. Ich habe einen Fehler gemacht. Und deswegen bin ich jetzt das Arschloch. Echt? Das ist nicht nur ein Fehler gewesen. Das ist Familie. Ja. Orlando, weißt du recht. Das ist Familie. Alles klar? Ja. Ich habe mit Toni geredet. Er würde gerne mitmachen beim Training. Pass auf, deine Partykumpels lass zu Hause. Verschwende nicht meine Zeit, die ich mit dir verbringe im Training. Guck mal,
Ich will nur, dass er an sich arbeitet. Aaron, weil du ein Superstar bist, brauchst du keine Arbeit mehr? Habe ich das gesagt? Du hast echt auf alles eine Antwort. Das habe ich doch auch nicht gesagt. Okay, wir machen es ganz einfach. Ganz einfaches Spiel. Ich habe eine Frage, du beantwortest mir. Ich habe keine Frage, keine Antwort. Okay? Okay? Okay. Okay, dann komm mal rein, dann legen wir los. Stopp. Zurück, raus. Raus. So, mehrere Sachen. Zuerst einmal, wir tragen keine Straßenschuhe in diesem Ring. Zweitens, wir wischen uns die Füße ab. Und drittens, linker Fuß rein, linker Fuß raus. Mach es. Ja, sehr geil, Alter. Und jetzt zeig mal ein paar schöne Bomben. 30 Minuten ist Einlass. In 30 Minuten, Alter. Zeig mal ein paar schöne Bomben. Jungs, geht mal sofort gucken, wer heute alles da ist und wer kämpft. Sofort, hopp, los! Gut, dass wir für den Moment allein sind, Ali. Ich hab da eine Idee. Hoffentlich was Gutes. Ich hab sowieso schlechte Laune. Das wird dir gefallen. Und zwar, seit kurzem werde ich ja als der Sultan des Wrestlings angesagt von Olaf. Und da habe ich mir was überlegt. Und zwar, wie ich mein Outfit zu meinem Auftritt anpassen kann. Was hältst du davon? Hast du auch die passenden Schuhe dazu? Nein, aber man kann sich ja was besorgen. Ich denke an so Aladdin-Schuhe. Oder nee, vom schnellen Muck. Erinnerst du dich an den schnellen Muck mit den Zipfeln dran? Ja, nein. Willst du, dass die Leute mich auslachen? Nein, Ali, aber du sagst doch mal, wir sollen unsere Kultur nicht vergessen. Kultur ja, aber keine Klischees. Und, wer ist da? Was ist los? Wer kämpft heute? Nur ein Match heute. Cash Money Erkan gegen Colen. Colen, ja. Los, jetzt gehen wir mal gucken, was die österreichische Kultur macht. Ihr habt die Ehre und den Stolz eines Kämpfers. Für euch gibt's nur Sieg, kein Zurück oder Schlenkern. Respekt braucht viel Schweiß, kostet Mut und viel Zeit. Es fängt erst langsam an, doch es kann schnell vorbei. Hast du wirklich, was der Sieg braucht? Achte auch im Sieg raus, darauf was du machst, sonst ist es mit dem Spiel aus. Hörst du erst die Three Count, ist es mit deinem Dream aus. Pack deine Sachen, jetzt du fliegst raus. Du wartest jetzt tief durchstehst vor dem großen Event. Hast dein Leben lang trainiert für diesen einen Moment. Willst dein Bestes geben, weil wir die Leiden schaffen. Nur mit Herzblut und Schweiß werden Titel erkämpft, Titel erkämpft. Hexenkessel, hier ist Three Count. Der nächste Kampf ist festgesetzt auf einen Fall. Auf dem Weg zum Ring. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zurück bei Three Count der Wrestling-Serie WeAreGWF.com. Mein Name ist Jonathan, hier am Kommentatorenpult an meiner Seite der TJ. Grüß dich. Jonathan, da sehen wir jetzt wieder Cash Money Erkan auf dem Weg zum Ring. Was für ein Superstar, eines der Aushängeschilder der GWF. Er ist ein Triple Crown Champion, dieser Hühner eines Mannes, über 2 Meter groß. Aktuell hat er seine Augen gerichtet auf die Tag Team Titel. Auf dem Weg zum Ring mit einem Gewicht von 97 Kilogramm. Er kommt aus dem Kosovo. The Golden Boy, Mr. Uppercut, Cash Money Erkan. Die Tag Team Titel, ja, die möchte er sich holen, gemeinsam mit seinem Partner Murat AK. Und das am besten bei der nächsten Großveranstaltung der GWF, die ihr natürlich sehen könnt. Entweder live in Berlin, in Huxleys Neuer Welt am 7. Oktober, denn da laden wir ein zur GWF Revenge. Ansonsten natürlich auch online verfügbar, einfach auf die Homepage gehen. Jonathan, wie lautet die Adresse gleich nochmal? WeAreGWF.com. Einfach eintippen und ihr seid bereits da, wo ihr hin solltet. Oh, und diese Geste von der jungen Zuschauerin, die sollte verboten werden, mein Freund. Zweimal Mitte, was die Hand angeht. Und
Und sein Gegner. Regenbogen-Achterbahnfahrt! Jonathan, das kann nur eines bedeuten! Chris Colen, der österreichische Werwolf, der übrigens von Cem Kaplan den Four Nations Cup abgeräumt hat und quasi ein Freilos auf einen Titelkampf hat. Das heißt, er kann einfach hingehen und sagen, ich möchte um diesen Titel antreten und er bekommt dieses Recht. Und das ist natürlich ein absolut großartiges Privileg für einer der erfahrensten Wrestler, den wir hier wirklich bei der GWF haben, Chris Colen. Seit 2001 aktiv als professioneller Wrestler, seit Anfang des Jahrtausends und seit 2014 auch eines der Aushängeschilder hier bei der GWF, bei der German Wrestling Federation. Für ihn ist Fitness sehr, sehr viel und das sieht man natürlich auch durch seine Körpertransformation. Auf dem Weg zum Ring mit einem Gewicht von 101 Kilogramm aus Wien in Österreich für Berlin, the Austrian Wolverine, Chris Colen. Ich habe es gerade schon angesprochen, was er für eine körperliche Transformation durchgemacht hat. Das zeigt auch seinen Ehrgeiz, seine Disziplin und die spiegelt sich natürlich auch im Ring wieder. Das sehen die Fans, sie feiern ihm zu und deswegen geht er hier wahrscheinlich auch als Fan-Favorite in diesen Kampf. Ja, als Fan-Favorite definitiv, aber ich bin mir nicht sicher, ob er auch im Wettbüro als Favorit in diesen Kampf geht. Schwierig zu sagen. Für wen stehen die Quoten besser, Jonathan? Was meinst du? Für Chris Colen oder für Cash Money Erkan? Cash Money Erkan hat natürlich auch in der letzten Zeit hier bei Three Count gut abgeliefert, aber das gilt natürlich auch für Chris Colen, also beide hier mit einem guten Resümee, mit viel Erfahrung. Ich kann mir vorstellen, dass das relativ ausgeglichen ist. Ja, das ist relativ ausgeglichen. Und wenn wir schon von Wetten sprechen, Chris Colen, ja, der hat seinen Talisman geopfert, der fehlt ihm. Und das natürlich ein herber Verlust gewesen, den er wegstecken musste. Ja, so läuft das beim Wrestling. Auch Backstage, da verzockst du dich und schwuppsdiwupps stehst du als Verlierer da. Und wer wird heute als Sieger dastehen am Ende von diesem Kampf? Ich tue mir persönlich schwer, eine Prognose abzugeben, denn das sind beides wirklich Ausnahmeathleten. Erkan natürlich mit dem größten Vorteil, aber Chris Colen dafür mit deutlich mehr Kraft. Das ist natürlich hier eindeutig festzuhalten. Es geht in die Seile und die Rechten von Chris Colen. Der Österreicher räumt erstmal ab mit der Clothesline übers oberste Ringseil. Jetzt nimmt er Anlauf, aber der österreichische Werwolf, ja, er nimmt noch nicht genug Schwung auf, um zu fliegen. Das spart er sich vielleicht für einen späteren, für einen günstigeren Zeitpunkt. Ich weiß auch nicht, Werwolf, hast du schon mal einen Werwolf fliegen sehen? Ist auf jeden Fall eine Vorstellung, die ich mir sehr gut vorstellen könnte, die hier auch im Laufe des Kampfes vielleicht noch in Erfüllung tritt und Realität wird, man weiß es nicht. Holt ihn jetzt hier wieder zurück in den Ring, der gute Chris Colen. Chop! Und das spürt er noch morgen. Ja, da lernt Chris Colen, Cash Money Erkan das Fliegen, bringt ihm das bei. Ja. Auf dem Apron. Und jetzt fliegt er selbst, pass auf! Stopp! Einfach auf den Brustkorb. Oh, da geht dem armen Cash Money Erkan sicherlich erstmal die Puste flöten. Double Extend Blow hinterher. Das habe ich ja seit den 80er Jahren nicht mehr so schön gesehen, diesen Move. Chris Colen, der hat seine Hausaufgaben gemacht und alte VHS-Kassetten studiert. Absolut korrekt. TJ, du kennst es natürlich, was es bedeutet, mit Chris Colen im Ring zu stehen. Sag mir doch mal, sag uns doch mal, was sind seine Qualitäten und wo muss man als Gegner von ihm aufpassen? Das größte Ding bei Chris Colen ist wirklich diese Nehmerfähigkeiten und die unfassbare Ausdauer und Kondition, die dieser Mann hat. Ich stand mit ihm öfters im Ring, aber das eine Mal, woran ich mich besonders erinnere, ist, als wir ein Match ohne Regeln hatten, ein Kampf, der das Turnierfinale darstellt. Wir hatten beide schon 2 Matches in den Knochen und der Typ war immer noch so fit, als wäre es sein erstes Match. Es war auch noch ein Hardcore-Match, weißt du, ich eigentlich total in meinem Element
und der Kerl hat einfach eingesteckt. Alles mögliche, Stürze in jede Art von Gegenständen und da sage ich es, stürzt er hier, wird geworfen in die Stuhlreihen. Aber Chris Colen, wie gesagt, unterschätzt ihn nicht, Jonathan. Der Typ kann einstecken, der ist aus einem ganz harten österreichischen Holz geschnitzt. Hier wäre es übrigens fast zum Countout gekommen, aber dann trotzdem unterbrochen der Countout von Cash Money Erkan. Das Cover im Ring, das geht auch nicht durch. Kein Three Count. Aber Cash Money Erkan hier ganz klar in der Dominanten aktuell. Es sieht so aus, als würde er diesen Kampf gleich für sich entscheiden. Nein, Jonathan, da irrst du dich. So schnell kann er den Sack nie und nimmer zumachen gegen Chris Colen. Vor allem nicht, wenn er den Fehler macht, hier das Publikum zu verhöhnen, sich selbst abzufeiern, noch die Hand nach oben zu strecken, als wäre er bereits triumphierend gewesen. Da braucht es viel mehr gegen Chris Colen, der mit Leichtigkeit bei 1 auskickt. Ja, da kommt wieder diese Nehmerqualität, die du angesprochen hast, ins Spiel. Cash Money Erkan nimmt ihn hoch, Body Slam, ja, hart auf die Matte. Es ist ja nicht nur die Nehmerqualität von Chris Colen, es ist auch, dass dieser Mann ein Ziel vor Augen hat. Der hat gerade sein eigenes Fitnessstudio gestartet, baut sich bereits ein Standbein auf für seine Zeit nach dem Wrestling. Chris Colen weiß ganz genau, er ist nicht mehr der Allerjüngste auf der Welt. Der Mann ist Jahrgang 1980. Ein paar Jahre hat der sicherlich noch im Wrestling-Business, aber wie viele, das ist die Frage. Und hier bei der GWF weiß er, so langsam aber sicher tickt ihm vielleicht die Zeit davon, aber er hat, wie du am Anfang angesprochen hast, die Möglichkeit, jederzeit, wann auch immer er will, sich einen Titelkampf zu sichern. Und das ist das Ziel, was er sich gesetzt hat, bald Champion zu werden, hier bei der GWF. Und wenn ich mir das so ansehe, dann kann das auch durchaus der Fall sein demnächst. Der kam hier gerade ins Match zurück mit einer sehr beeindruckenden Art und Weise, legt den Arm um den Kopf und das kann natürlich schnell zur Aufgabe führen. Das sind Griffe, die schlägst du nicht einfach so weg. Naja, da hat er die Berufsringkampfschule gelernt, in den harten Trainingskellern in Österreich. Cash Money Erkan wird frech. Was ist das denn? Das kann doch im Leben niemals der Sieg bringen. Das hier vielleicht aber schon. Wow. Da geht es hin und her zwischen den beiden. Ein Cover jagt das nächste. Jedes könnte das letzte sein, aber Cash Money Erkan mit dem Boot an die Schläfe. Da geht auch ein Berg von einem Mann wie Chris Colen zu Boden. Die Füße, die Tritte von Cash Money Erkan, die sind seine wertvollste Waffe. Ja, und diese Beinlänge, schau dir den Hühnen mal an, wie der gebaut ist, mit was für einem Körper, die Beine so groß wie manch andere Wrestler, die Beine fast so groß wie Vincenzo. Das ist unglaublich. Vincenzo, der würde hier nicht so lange durchhalten wie Chris Colen, denke ich. Aber zurück zu diesem Match, denn Cash Money Erkan, wenn der mal seinen Cash Money Kick hier ins Ziel bringt, dann ist auch für Chris Colen einmal das Licht ausgeknipst. Jetzt soll es eine andere Aktion geben. Autsch! Und eine harte Landung für Cash Money Erkan. Chris Colen hat das jetzt nicht ganz so durchgebracht, wie er es durchbringen wollte, aber natürlich trotzdem einen gewissen Schaden entstehen lassen und darum ging es ihm im Endeffekt. Der Wolverine setzt nachher auf seiner Hose, sehen wir es, diese Wolverine-Krallen. Und diese Krallen, sie bohren sich jetzt in die Brust von Cash Money Erkan. Konter von Colen, will fliegen, wird ausgekontert. Ich habe es doch gesagt, Wolverines, ob die so gut fliegen können, ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Und wenn Erkan aufs Seil geht, dann wird's gefährlich. Er geht noch eins höher, das oberste Seil. Nein! Autsch! Und du musst ja mal überlegen, das ist nicht nur die Höhe vom obersten Ringpfosten. Cover jetzt von Cash Money Erkan, das Cover, aber nur die zwei. Das ist nicht nur die Höhe vom obersten Ringpfosten bei vielleicht 2,50 Meter. Das ist ja auch noch oben drauf gerechnet die Körpergröße von Cash Money Erkan. Das heißt, sein Kopf, seine eigentliche reale Absprunghöhe ist bei, lass mich rechnen, bei mindestens 8 Metern Höhe. Und dann noch dieses Gewicht wirklich in den Rücken gekratzt haben, das ist kein angenehmes Gefühl. So viel kann gesagt werden. Aber Colen, der
versucht sich hier rauszufahren. Und der Uppercut. Mr. Uppercut mit dem Uppercut. Diese Aktion hat Cash Money Erkan perfektioniert, wie sonst vielleicht niemand in Europa, außer eventuell einem Schweizer, den wir alle kennen. Und er kommt zurück, Colen in die Seite und Offensive durchgebracht. Er kommt zurück in den Kampf. Und die Fans, die stehen absolut hinter ihm. Die wollen ihn hier jetzt siegen sehen. Die Frage, kann er denn hier in dieser Richtung weitermachen? Geht jetzt aufs oberste Seil. Und das sind wieder fast 8 Meter Höhe. Mindestens. Kracht hier auf seinen Gegner runter. Und dieser Boden, das muss man auch mal sagen, der ist unerbittlich. Dieser Hallenboden, der gibt nicht nach. Davon kann ich ein Liedchen singen. Ich kann ein ganzes Album singen. Ich kann eine ganze Best-of-Reihe singen von Stürzen auf den Hallenboden. Das ist das Furchtbarste. Und direkt danach kommen Stühle. Autsch, heißt es hier mal wieder in diesem Kampf. Chris Colen befördert seinen Gegner in die Stuhlreihen, da wo normalerweise das Publikum sitzt. Ihr könnt das auch selbst miterleben. Kommt zur GWF, informiert euch. wearegwf.com und dann könnt ihr Teil von diesem Spektakel live im Axis in Berlin sein, die Clothesline auf Cash Money Erkan. Und dann könnt ihr euch genauso gemütlich auf einen Stuhl setzen, wie es Cash Money Erkan gerade gemacht hat. Das sah doch bequem aus. Das sah fast bequem aus, DJ. Es geht zurück in den Ring und Cash Money Erkan, der liegt hier gerade so ein bisschen fast regungslos am Boden, kommt aber trotzdem hier noch raus. Aber es sieht nicht gut aus für den Gegner des österreichischen Werwolfs. Und die Fans, die sortieren gerade ihre Stühle, müssen erstmal wieder klarkommen da draußen. Ja, Cash Money Erkan, der muss auch erstmal wieder klarkommen. Denkt vielleicht nach über oh nein, Chris Colen setzt hier an zu seinem Finishing Move. Cash Money Erkan erkennt das, reagiert mit dem Knie, clever befreit. Und hast du gesehen, wie Chris Colen da zu Boden sackt? Unglaubliche Schmerzen, die er in seinem Core, in seinem Körperzentrum gerade spürt. Ja, wenn da ein Uppercut, ein Schulterstoß, ein Kniestoß in deinen Körper fährt, dann spürst du das auch die nächsten Tage noch. Da wächst kein Gras mehr. Mr. Uppercut mal wieder mit seinen perfektionierten, Stößen gegen's Kinn. Chris Colen, der will nicht aufgeben, das zeigt er hier auch der Crowd an, aber vielleicht bleibt ihm bald keine andere Möglichkeit. Aufgeben und Chris Colen, das passt nicht zusammen. Ich kenne diesen Mann seit 15 Jahren oder noch länger und das ist einfach nicht das Holz, aus dem er geschnitten ist. Das ist niemand, der aufgibt. Achtung, Pinversuch. Wow, mein Gott, mit aller Kraft. Und da geht, nein, es geht nicht durch. Die Schultern fast bis 3 und der Uppercut. Da würde ich gerne ein Replay sehen von dieser Szene, ob das nicht tatsächlich der Three Count hier bei Three Count war. Das war unfassbar knapp. Vielleicht war das auch ein bisschen verbunden mit Glück für Cash Money Erkan, der jetzt total verhöhnend Anlauf nimmt. Ja, das kennen wir von ihm. Und er bringt es ins Ziel. Das Knie. Da kommt Chris Colen noch mal raus, aber wie lange kann er denn hier noch auskicken? Cash Money Knee Drop und Chris Colen kriegt die Schulter noch einmal hoch. Ja, Schultertraining, das gehört genauso zu der Fitnessroutine von Chris Colen wie Latttraining, wie Brusttraining. Schau dir mal diesen perfektionierten Körper an, bis in die letzte Faser trainiert. Und dennoch, gerade eben schaut es nicht gut aus für Chris Colen. Nee, versucht sich aufzurappeln und das zeigt natürlich auch schon, wie fertig der ist. Diese beiden, die geben hier wirklich alles in diesen Kampf. Das sind, Rivalen, die sich gegenseitig absolut besiegen wollen und sie geben hier wirklich alles. Ansatz zum Cash Money Kick wurde gekontert von Chris Colen. Ja, damit hätte Erkan den Sack zumachen wollen, der Mann aus dem Kosovo. Was für harte
Was für ein harter Background, unter dem er aufgewachsen ist. Aber es war ein harter Clothesline, den er sich hier direkt an den Hals einfängt. Mein Gott, das ist ja die schlimmste Stelle, um von einer Clothesline erwischt zu werden. Da kann Cash Money Erkan garantiert sicher im Moment nicht atmen. Aber Chris Cole, der hat schon auch keine Energie mehr, um überhaupt noch aufs Seil zu kommen. Beide wirklich die letzten Kraftreserven, die sich hier mobilisieren. Er springt ab und der Elbow trifft ins Ziel. Mitten ins Herz. Cash Money Erkan weiß nicht mehr, wo er ist. Er muss jetzt aber covern. Chris Colen, vielleicht fast etwas zu spät. Ja, zu spät. Wäre direkt wirklich hier auf seinen Gegner gesprungen, hätte ihn gecovert, dann wäre das vielleicht bis 3 durchgegangen, aber er hat diese Zeit nicht nutzen können, denn er selbst ist natürlich auch total angeschlagen in dieser Match-Situation. Langsam macht sich da Verzweiflung breit bei Chris Colen. Was soll er denn jetzt noch nachsetzen? Eine rechte Hand, die geht direkt ins Ziel. Und jetzt hat er nochmal, einen Gang hochgeschaltet, wollte ich sagen, aber da überholt ihn Cash Money Erkan. Woher nimmt er diese Kraft? Der Hühner aus dem Kosovo. Und er will den Uppercut zeigen, aber auch hier wieder ein Konter. Es geht hin und her. Defensive, Offensive, Defensive, Offensive. Diese beiden Männer, die gehen hier aufs Ganze. In der Ringecke und wieder die rechte Hand. Faustschlag, der sich gewaschen hat. Und ein weiteres Mal, nein. Fängt ihn hier ab. Befördert ihn auf die Matte. Uranage Suplex. Das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Nur die 2, Chris Colen kann es nicht fassen und jetzt ist er enttäuscht. Ja, das Publikum steht vielleicht hinter ihm, aber was soll er denn jetzt noch aus dem Ärmel zaubern? Chris Colen, da muss er jetzt wirklich ganz intensiv nachdenken. Was für Aktionen kann er überhaupt zeigen? Du kannst ja auch gegen einen Hühnen wie Cash Money Erkan nicht jeden deiner Moves bringen. Da muss sich Chris Colen auch erstmal einen Finger wieder einrenken. Ganz, ganz widerlich. Oh mein Gott, das könnte ein Kapselriss sein, der ihm hier Ärger macht. Setzt nochmal an zu seinem Finishing. Aber wieder gekontert und wieder hat Cash Money Erkan eine Antwort für ihn. Diese beiden Männer sind so erfahren und die haben auch auf so viele Aktionen einfach die Antwort parat. Es geht hin und her und es geht hin und her und es geht weiter. Dieser Kampf, er stoppt einfach nicht. Was ist das denn hier? Wolverines End, gelingt es jetzt? Nein, der Finishing Move geht nicht durch. Stattdessen Cash Money Erkan Ansatz zu seinem Pump Handle Slam. Der gelingt auch nicht. Colen dreht ihn um. Es ist Konter nach Konter und er rennt direkt in eine Clothesline. Und das kann der Turning Point gewesen sein. Ich denke, hier hat Erkan das Match jetzt für sich umgedreht. Ja, macht die Rechnung mal nicht ohne den Wirt. Ich schreibe Chris Colen noch nicht ab. Und da geht er durch, das Cover. 1. Und nicht bis 3. Er hat schon wieder die Schulter oben. Langsam wird es intensiv. Mit allerletzter Kraft bekommt Chris Colen noch einmal die Schulter hoch und jetzt ist er angelangt im Kopf von Cash Money Erkan. Jetzt ist Cash Money Erkan auch am Überlegen, was soll ich noch machen, was kann ich noch machen, was für eine Waffe habe ich noch nicht abgefeuert. Es ist eine psychologische Schlacht auf jeden Fall, die wir hier sehen, aber es wird langsam einfach eine Schlacht der Verzweiflung auch für diese beiden, vor allem für Erkan. Und der hat fast so ein bisschen einen ratlosen Blick gehabt. Jetzt hat er einen Entschluss gefasst. Er will den Cash Money Kick zeigen. Danach sieht es zumindest aus. Und er geht durch. Volltreffer ans Kinn. Money Kick, da glaubt Chris Colen es ja selbst nicht, was er gerade geleistet hat. Das war doch nicht mehr bewusst, das war doch einfach nur noch ein Reflex, der sich da abgespielt hat. Instinktiv, der Wolverine, der Werwolf, setzt auf seine Instinkte und dank dieser ist er hier überhaupt noch im Match und das war nicht bewusst, auf keinen Fall. Und langsam machen wir ernsthafte Sorgen um die nachhaltige Gesundheit von
diesen beiden Wrestlern, vor allem von Chris Colen. Denn wenn man sich nur noch auf seine Instinkte verlässt, ja, dann ist man körperlich absolut am Ende. Und er kommt hier nicht mal mehr auf die Beine gerade. Ja, verhöhnende Gesten, aber genauso auch Verzweiflung, die aus diesen Attacken von Cash Money Erkan spricht. Chris Colen schaut ihn verbittert an, von wegen, hey Junge, ist das alles, was du hast? Komm, wenn du einen Sack zumachen willst, dann versuch's doch. Ja, versuch's doch. Ein oder nein! Wieder nicht das Ende des Matches, gibt's doch nicht. Uppercut, der sitzt genau. Chris Colen sackt ganz furchtbar in die Ecke. Schon gar keine Kraft mehr, sich irgendwie auf den Beinen zu halten. Keine Koordination mehr. Er weiß, glaube ich, nicht mehr, wo er sich befindet. Doch, kriegt einen Ellbogen nach oben. Hin und her geht es in diesem Kampf. Jonathan, wer hat die größeren Kraftreserven? Das ist die Frage, die wir uns hier alle stellen in Berlin. Dem Publikum steht der Mund offen in der ersten Reihe. Die Fans können nicht glauben, was sie hier für ein Feuerwerk sehen. Unglaublich. Mit Abstand das extremste Match, die krasseste sportliche Leistung, die ich bisher bei Three Count gesehen habe. Und es geht immer weiter. Ich habe mir das schon vor Minuten gefragt. Wer hat hier noch die restlichen Kraftreserven für dieses Match übrig, um den Sieg einzufahren? Aber jetzt sind wir Minuten später immer noch hier und haben immer noch keinen Sieger für diesen Kampf gekürt. Cash Money Erkan fällt wie ein gefällter Baum vom Ringseil, aber schafft es noch, den Enziguri ins Ziel zu bringen. Chris Colen, wie ein nasser Sack, hängt er in den Ringseil, während Cash Money Erkan sich selbst feiert. Aber feier dich nicht zu früh. Hochmut kommt vor dem Fall. Genau, er muss sich konzentrieren auf seinen Gegner. Und es soll eine Aktion vom obersten Seil folgen, denn das zeigt natürlich auch diese Verzweiflung, wenn im Ring nichts mehr hilft. Da muss man eben die Seile mit dazu nehmen, da muss was von oben kommen. Chris Colen, er kontert hier. Was hat er hier im Kopf? Welche Aktion aus seinem Arsenal folgt jetzt? Klassisches Ringermanöver, da setzt er an zur Victory Roll. Gelingt sie ihm? Jawohl, das geht ins Ziel. Chris Colen gewinnt. Chris Colen besiegt Cash Money Erkan. Austrian Wolverine, Chris Colen. Unglaublich, unglaublich, wie er dieses Manöver zum Sieg benutzen konnte. Was für eine Schlacht. Wir schauen nochmal zurück auf diesen unerbittlichen Kampf. Der Österreicher hat es geschafft, sich durchzusetzen in einer Schlacht. Sondersgleichen, wir haben Manöver gesehen vom obersten Ringseil, mit dem Hals hier aufs zweite Ringseil, in die Seile und dann mit dem Backbody Drop in die Ringmitte. Wunderschön, der Ringgeneral Chris Colen. Aber da musste er zwischenzeitlich wirklich ganz, ganz tief ins Trickkästchen greifen. Hat das gemacht mit diesem Wurf in die Seile, mit diesem geistesgegenwärtigen Konter und einem perfekten Elbow Drop. Schaut euch das an. Mit dem Ellbogen mitten ins Herz abgefeuert. Uranage, eines der besten Manöver von Chris Colen, hat aber nur gereicht für die zwei. Und es ging immer weiter, immer weiter. Ich war einfach nur noch ratlos hier am Kommentatorentisch. Auch hier kam Chris Colen in die Das war diese Szene, wo er den Instinkt-Kickout gebracht hat. Und hier, wie aus dem Bilderbuch bei WrestleMania 10 von den Besten der Besten abgeschaut. Victory Roll, so macht man's. Chris Colen, ein Sieg für Österreich. Der Austrian Wolverine, siegreich hier bei Three Count. Ahmed ist der größte Idiot, den es im Euro-Wrestling-Business gibt. Wirklich? 1:1, wie ich dir sage. Wo war ich hängen geblieben? Ahmed ist ein Idiot. Genau. Könnt uns nicht mehr ausweichen. Bei Revenge soll Matches stattfinden, die etwas zu klären haben. Und wir haben etwas zu klären. Sag mal, was wollt ihr von mir? Ich weiß nicht mal, wo Vincenzo steckt. Wie sollen wir gegen euch kämpfen? Das ist mir scheißegal, dann kämpf alleine. Wieso machst du so eine Hektik? Warum sofort? Ich möchte das Gold wieder um die Hüften tragen. Okay. Es geht ums Geld, oder? Mach mir das Match klar.
Aber ich platziere eine Wette. Oh, okay, cool. 10.000 Euro auf die Cash Money Mafia. 10.000. Wenn ihr gewinnt, verliert ihr euren Geld. Wenn ihr das Match verliert, gewinnt ihr 10.000 Euro. Du willst der Allerbeste sein und gehst an dein Limit, suchst die Grenzen deiner selbst, solange bis du sie findest. Sie sind heilig für dich, wie die Unschuld des Kindes. Setz dir ein Denkmal deiner selbst, bevor du verschwindest. Selbst wenn sie dich jetzt kleinreden, gehörst du zu denen, die ihren Traum leben, für ihr Ziel alles geben. Das hier ist mehr als ein Spiel, es geht ums tägliche Brot. Erreicht, was du schon viel erklingt, die Spitze kämpft dich nach oben. Du wartest jetzt, bis du stehst vor dem großen Event. Hast dein Leben lang trainiert für diesen einen Moment. Willst dein Bestes geben, weil die Leidenschaft schaffen. Nur mit Herzblut und Schweiß, wer den Titel erkämpft, Titel erkämpft. Du wartest jetzt, bis du stehst vor dem großen Event. Hast dein Leben lang trainiert für diesen einen Moment. Dein Bestes geben, weil die Leidenschaft brennt. Nur mit Herzblut und Schweiß, wer den Titel erkämpft, Titel erkämpft.